Stolz schauen wir auf den größten Deutschen aller Zeiten, unseren geliebten Führer. So Günter Quandt im Dezember 1940. Der deutsche Eroberungskrieg garantiert ihm immense Produktionssteigerungen und sichert den Nachschub billiger Arbeitskräfte. Schließlich sind die meisten deutschen Zivilarbeiter an der Front. Wenn sie die Leute alle rausholen fürs Militär und die brauchten ja schließlich die Batterien und wo wollen sie denn die Arbeit machen lassen? Mussten sie ja schon, das waren ja nicht nur Juden, das waren ja die Kriegsgefangenen und so weiter. Ja, wie wollen sie eine Firma aufrechterhalten? Geht ja gar nicht anders. Es ging nicht anders, eine Lüge. Die Arbeitsbedingungen waren normal, eine Lüge. Wir konnten doch nichts dagegen tun, eine Lüge. Sie sahen in diesen Menschen nur Abfall. Waren die am Ende, hieß es nur. Und bei Quandt kommen wir auf eine Skrupellosigkeit, die sich eng verknüpft mit dem deutschen Faschismus. Und Skrupellosigkeit bedeutet auch, dass ich also den Tod von Personen in Kauf nehme, dass ich also Konzentrationslager neben meinen Betriebsstätten einrichten lasse. Und wenn es denn nur dem Zuwachs des Vermögens, dem Wachsen, Blühen und Gedeihen des Unternehmens dient. Wie auch dieses Dokument beweist. Ein Vertrag zwischen Quandts AFA und der SS. Darin wird die Errichtung eines Konzentrationslagers auf dem AFA-Gelände in Hannover-Stöcken beschlossen. Im März 1943 vereinbart die AFA mit dem SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt den Einsatz von über 1500 KZ-Häftlingen zur Batterieherstellung. Die Häftlinge werden aus dem Hamburger Konzentrationslager Neuengamme, dem AFA-Werk, überstellt. Das Unternehmen rechnet mit einer monatlichen Fluktuation von 80 Arbeitskräften. Im Klartext, die Arbeitsbedingungen fordern jeden Monat etwa 80 Tote. Und diese Toten werden gegen arbeitsfähige Häftlinge aus dem KZ Neuengamme ausgetauscht. Wir hatten das kleine Auschwitz vor Ort. Hier hat systematisch Vernichtung durch Arbeit stattgefunden. Der eine Partner war die SS und der andere Partner war die Warta mit der Familie Quandt als Besitzer. Das KZ-Gelände heute. Im Hintergrund die Warta-Fabrik, die damals noch AFA hieß. Bis 2000 in Quandt-Besitz, gehört sie inzwischen einer amerikanischen Firma. Das Lager damals. Baracken, elektrische Zäune und Verpflegung stellte die AFA. Die Wachen, die SS. Unzählige Häftlinge starben durch die unmenschlichen Arbeits- und Lebensbedingungen und den Terror der SS. Ein französischer Häftling zeichnete die verhungerten Elendsgestalten in Stöcken, darunter auch einen Häftling aus Griechenland, den wir aufgrund dieser Zeichnung finden können. Takis Mylopoulos überlebte, konnte in seine Heimatstadt Thessaloniki zurückkehren. Κάτι χειρότερο από δουλεία. Αυτό δουλεία με κλούτο. Das war viel schlimmer als Sklavenarbeit. Αυτό που σε χτυπάνε. Wir waren nicht nur Sklaven, man peitschte uns auch aus, trieb uns mit der Peitsche an. Es war wie in der Antike. Damals schlug man den Sklaven, damit er das Mühlrad drehte und trieb so den Ruderer auf einer Galeere an. Genau so behandelte man uns. Ausgesucht haben uns Leute von der AFA. Sie brachten uns direkt zur Firma. Ich behaupte nicht, dass der Firmeninhaber dabei war, aber es waren seine Angestellten. Sie haben uns mehrmals gezählt, in einen Zug verladen und sofort weggebracht. Die Angestellten der AFA haben alles gesehen. Sie haben zugeschaut, wenn uns die Kapos prügelten, mitbekommen, dass man uns kein Wasser gab und wir aus den Toiletten trinken mussten. New York. Wir legen Benjamin Ferencz, Ankläger in den Nürnberger Prozessen,
die Dokumente vor, die wir zum Fall Quandt zusammentragen konnten. Material, das der Nürnberger Kriegsverbrecherkommission nicht vorlag. Nach eingehender Prüfung kommt der Jurist zu folgendem Urteil. It seems clear to me as a former prosecutor at Nuremberg and knowing the conditions and knowing the circumstances of the Als ehemaliger Ankläger in Nürnberg, der die Prozesse gegen die deutschen Industriellen kennt, ist mir klar, hätten dem Gericht diese Beweise gegen Günter Quandt vorgelegen, die heute durch Ihre Recherchen zur Verfügung stehen, wäre er genau wie Flick, Krupp und einige Direktoren der IG Farben angeklagt worden. Der Umfang der Anklage wäre sicherlich über das hinausgegangen, was man den Direktoren der IG Farben vorwarf, denn die waren ja keine Firmenbesitzer. Seine Verbrechen wiegen genauso schwer wie die derjenigen, die verurteilt werden konnten. 1945. Die Wehrmacht ist auf dem Rückzug. Die Deutschen ergeben sich den Alliierten. Was nach Kriegsende in Deutschland geschah, erklärt, warum sich Günter und Herbert Quandt dem Urteil des Nürnberger Gerichts entziehen konnten, warum das belastende Material niemals die Ankläger erreichte. Günter Quandt ahnte wohl, dass die Alliierten ihn zur Verantwortung ziehen wollten. So taucht der mächtige Konzernchef unter, im bayerischen Leutstetten am Starnberger See. Herbert Quandt und einige führende Mitarbeiter der AFA ziehen sich nach Hannover zurück. Ihr Ziel: die AFA-Werke sollen möglichst schnell wieder die Produktion aufnehmen. Hannover gehört nun zur britischen Zone des besetzten Deutschland. Die Alliierten fahnden nach Funktionsträgern und Mittätern des NS-Regimes. Sie entdecken Dokumente über die AFA und das Konzentrationslager Hannover-Stöcken. Als ehemaliger Vorstand und Personalchef der AFA gerät Herbert Quandt in ihr Visier. Die Briten hören seine Telefonate ab, darunter eines, in dem er eine Angestellte nötigt, unter Eid auszusagen, er sei kein Nationalsozialist gewesen. Herbert Quandt wird umgehend in die Kategorie M als belastet eingestuft. Gleichzeitig entdecken sie auch Dokumente, die die Nazi-Verstrickungen seines Vaters Günter Quandt belegen. Dieser versteckt sich zu der Zeit noch immer in Starnberg, in der amerikanischen Zone. Quandt entkam unbehelligt und ich war wütend. Er hatte Glück, war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, entzog sich so der Gerechtigkeit. Über ein Jahr lang gelingt es Günter Quandt, in Starnberg unterzutauchen. 1946 können ihn die Amerikaner endlich verhaften. Er wird im Gefangenenlager Moosburg interniert. Für die US-Ermittler ist Quandt ein potenzieller Angeklagter in Nürnberg. Doch während die Prozesse gegen Flick, Krupp und die Direktoren der IG Farben in Nürnberg beginnen, liegt ein Großteil des Belastungsmaterials gegen Günter Quandt dem Gericht noch immer nicht vor. Benjamin Ferencz weiß erst heute, wo die Beweise zu finden gewesen wären. Die Briten hatten die Dokumente, die den Einsatz von KZ-Häftlingen in den Firmen belegten, die von Quandt kontrolliert wurden. Die Briten waren verpflichtet, diese Informationen zur Vorbereitung der Prozesse gegen die Industriellen an die Ankläger in Nürnberg weiterzuleiten. Aber das taten sie nicht. Das Ergebnis: Herr Quandt kam nie vor Gericht.